Hallo Freunde der Fahrradumrüstung. Heute möchten wir euch das Cute Eye Rücklicht von Mailand vorstellen. Sehen wir uns mal an, was alles mitgeliefert wird. Hier haben wir einmal die Fernbedienung für das Rücklicht, das Rücklicht selber, dann die Halterung für die Sattelstütze und hier nochmal die Befestigungsteile, wenn man das Rücklicht unter dem Sattel direkt befestigen möchte. Ein paar Gummis, damit man gewisse Differenzen im Durchmesser ausgleichen kann. Sowohl auch die Gummis für die Fernbedienung, damit man diese natürlich am Lenker oder sonst wo befestigen kann. Und zu guter Letzt die Bedienungsanleitung. Schalten wir mal das Licht an. Ich weiß jetzt nicht, wie gut man das im Video erkennen kann, aber das Licht ist schon sehr hell und hat eine sehr gute Leuchtkraft. Ein weiteres cooles Feature ist auch, wenn man den obersten Knopf der Fernbedienung drückt, dass es dann eine Abstandsmarkierung am Boden anzeigt und auch wieder zwischen den Animationen wechselt. Hier kann man die Abstandslinien bzw. die Abstandsmarkierungen sehr gut erkennen. Und wie man sieht, hier wechselt nun das Licht, also die Lichtanimation zwischen blinkendem Licht und Dauerlicht. Nun werden wir das Ganze mal am Fahrrad befestigen und dann zeigen wir euch, wie das vom Fahrrad aussieht. Nun haben wir das Licht an der Sattelstütze des Fahrrads befestigt. Schalten wir das Ganze nun einmal ein. Und nun sieht man schon die erste Animation. Zudem sieht man hier unten, kann man das sogenannte Laserlight schon recht gut erkennen. Man sieht es hier auf meiner Hand und dies sind dann sozusagen die Abstandsmarkierungen. Man erkennt es jetzt nicht so gut. Wir finden, dass diese Abstandsmarkierungen ein sehr cooles und relevantes Feature sind, da der überholende Verkehr darauf aufmerksam gemacht wird, Abstand einzuhalten. Ob das dann auch gemacht wird, ist eine andere Frage, aber es trägt vermutlich zum Bewusstsein bei. Wenn man jetzt auf der Fernbedienung den obersten Knopf drückt, kann man die Abstandsmarkierungen sozusagen ein- und ausschalten und man kann diese auch animieren lassen, so damit noch mehr Aufmerksamkeit erregt wird und vielleicht das Bewusstsein noch mehr geschärft wird, einen passenden Abstand zum Fahrradfahrer einzuhalten. Wenn wir jetzt nun auf den mittleren Knopf drücken, kann man zwischen den verschiedenen Animationen des Rücklichtes auswählen. Und das Coole dabei ist, wie auch bei den modernen Autos, verfügt das Rücklicht über verschiedene Animationen wie bei den modernen Autos. Es kann zum Beispiel zwischen Rot und Gelb wechseln, wie eine Art Warnblinker. Wie man sieht, eine recht moderne Animation. Hier haben wir nun sozusagen wie ein Achtungssignal. Hier wechselt man zwischen Rot und Gelb. Und zu guter Letzt das Dauerlicht.
Und ein weiteres cooles Feature, wie wir finden, ist der Blinker. Vielleicht hat es der ein oder andere beim gelben Licht schon geahnt, dass dies auch sozusagen zum Abbiegezeichen ein Signal geben kann. Hierfür haben wir auf der Fernbedienung die untersten beiden Tasten. Wenn wir jetzt nach links abbiegen wollen, einmal drücken auf die linke Taste und man sieht, wir geben ein Signal, damit man nach links abbiegen möchte. Damit das Ganze wieder aufhört, wieder einmal auf dieselbe Taste drücken. Nach rechts genau das gleiche. Und auf der Fernbedienung wird es auch angezeigt, hier haben wir ein kleines rotes LED-Licht, ganz ein schwaches, das zeigt, dass wir gerade den Blinker aktiv haben. In einem weiteren Druck auf den Knopf ist der Blinker wieder aus. Einen weiteren Punkt möchten wir aber noch anschneiden und hinzufügen, denn es gibt auch von dem Hersteller Mylan ein Display, welches sich mit dem Rücklicht verbinden lässt, und wenn man dann seine Route plant, blinkt das Licht automatisch, wenn man bei der Straße abbiegen muss, durch die Routenführung. Was haltet ihr von diesem Rücklicht? Sollten wir dies in unser Sortiment aufnehmen? Habt ihr noch weitere Fragen dazu? Dann könnt ihr es gerne in die Kommentare schreiben oder uns eine E-Mail senden. Wir freuen uns sehr auf euer Feedback, ob ihr es nützlich findet oder nicht. Und wie immer, liked das Video, abonniert unseren Kanal für alles rund um das Thema Fahrradumrüstung bzw. Nachrüstung.